Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Näharbeiten. Und heute geht es um einen Wunsch. Wie malen wir einen Weihnachtsstern mit der Nähmaschine? Wenn ihr Lust habt, dann macht jetzt einfach mit. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Wir legen los. Zuerst setzen wir unsere Weihnachtsstern-Datei zusammen. Wenn ihr mit der gleichen Datei arbeiten möchtet, diese Datei findet ihr bei mir im Etsy-Shop. Ich habe euch das unter dem Video verlinkt. Unsere Datei übertragen wir auf unseren Stoff. Auf einem dunklen Stoff könnt ihr das am besten mit einem weiß malenden Stift übertragen. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass, wenn ihr mit einem weißen Stift zeichnet, es dauert ein bisschen, bis der Strich sichtbar wird. Wir suchen Farben aus, mit denen wir quilten möchten. Ich habe Gold- und Rottöne gewählt und 2 Effektgarne ausgesucht. Wir setzen das Quilt-Sandwich zusammen. Wie das geht, dazu findet ihr hier oben in der Beschreibung ein Video. Und wir legen los. Wir beginnen mit den Fruchtständen in der Mitte unseres Weihnachtssterns. Mein Transporteur ist versenkt, die Stichlänge steht auf 0. Als Nadel habe ich die Quiltnadel eingestellt. Wir holen den Unterfaden nach oben und vernähen 3-mal auf der Stelle. Als Unterfaden habe ich Gold gewählt. Den Farbton lasse ich die ganze Zeit, damit ich nur immer die Oberfäden wechseln muss. Bei den Fruchtständen habe ich einen Gradstich und nähe einfach kleine Kreise. Mit einem intensiven Rotton nähe ich mit einem kleinen Zickzackstich um meine kleinen Blätter. Jedes Mal, wenn wir die Farbe wechseln, vernähen wir den Faden auf der Stelle, wechseln das Garn, vernähen den neuen Faden und weiter geht's. Quiltet nach Gefühl und nicht unbedingt nach den Linien. Nehmt die Linien als Vorschläge und mehr nicht. Ihr könnt mit dem Faden wandern. Das heißt, ihr vernäht euren Faden 3-mal auf der Stelle, hebt das Füßchen, zieht euren Stoff bis zu der Stelle, an der es weitergehen soll. Ihr vernäht erneut 3-mal auf der Stelle und weiter geht's. Ihr könnt mit unterschiedlichen Stichbreiten arbeiten. Ich arbeite mit der N9000 QPL und an dieser Maschine nehme ich die Stichweite von 1,5 bis 2. Das Ganze schiebe ich ein bisschen hin und her, damit ich ein lebendiges Ergebnis bekomme. Die Stichlänge hängt ab von dem Tempo, mit dem ihr euren Stoff unter euer Füßchen schiebt. Wenn ihr ab und zu das Gefühl habt, euer Stoff lässt sich nicht mehr unter eurem Füßchen schieben, das hängt so ein bisschen fest, dann liegt das in der Regel daran, dass ihr auf der Rückseite ein paar Knoten genäht habt. Das passiert beim Zickzacknähen, beim Quilten schon mal schneller. Das ist aber gar nicht schlimm, lasst das und macht einfach weiter. Als nächstes möchte ich mit 2 Fäden quilten. Dazu habe ich die Topstitch-Nadel eingesetzt und habe 2 Fäden durch dieses breite Nadelöhr gezogen. Wenn ihr mit 2 Fäden arbeitet, dann kann es passieren, dass euer Unterfaden dann auf der Oberseite eures Stoffes sichtbar ist. Das liegt daran, dass bei 2 Fäden die Fadenspannung vom Oberfaden ein bisschen heruntergeschraubt werden muss. Bei meiner W6 habe ich die Fadenspannung dann auf 3 gestellt. Ihr probiert aus, was bei euch die beste Fadenspannung ist. Wenn ihr beim Quilten nicht die richtige Linie trefft und rechts oder links der Linie wandert und ihr fandet den Originalbogen eigentlich sehr schön, dann quiltet einfach ein zweites Mal genau über die originale Stelle und näht euer Blatt dann weiter. Auch das ist kein Problem. All diese Dinge, die wir als Fehler wahrnehmen, die lassen unsere Blätter lebendiger wirken. Und wir möchten ein lebendiges Ergebnis haben, also ist jeder Fehler gerne gesehen. Unsere nächsten Blätter quilten wir mit Rot und Gold. Wenn euch das Video gefällt, so könnt ihr mir das gerne durch einen Daumen nach oben zeigen. Darüber würde ich mich wirklich riesig freuen. Wie ihr eure Blätter quiltet, das ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Ihr könnt zuerst den äußeren Rand der Blätter quilten, ihr könnt aber auch zuerst die mittleren Rippen quilten. Das ist ganz egal, ihr macht das nach Vorliebe. Ich mache das bei jedem Blatt anders, so wie es gerade auskommt und wie es mir gerade Spaß macht.
Wenn wir mit 2 Fäden arbeiten, können wir einen Farbverlauf erzeugen. Wir möchten hier einen Weihnachtsstern quilten. In der Mitte ist er rot, an den äußeren Kanten soll er golden sein. Das heißt, unser Farbverlauf verläuft von dunkelrot zu einem hellen Goldton. Wir arbeiten uns also vom dunkelrot, das wäre dann die erste Farbe, über ein Orange, das wäre dann die zweite Garnfarbe, immer weiter vor. In unserem Farbverlauf möchten wir gerne immer heller werden. Das heißt, wenn wir eine Garnfarbe austauschen, tauschen wir die dunkle Farbe aus und setzen dafür wieder eine Farbe ein, die heller ist als die Garnfarbe, mit der wir schon weitergearbeitet haben. Von dunkelrot über orange nach gelb. Wenn wir quilten, achten wir nicht auf das ganze Motiv. Wir achten immer nur auf den Ausschnitt, an dem wir gerade arbeiten. Wir denken an das Blatt, wir denken an die einzelne Blattader, wir brechen das Motiv immer weiter herunter. Lasst euch beim Quilten einfach von den Formen treiben und werdet nicht zu genau. So genau muss das gar nicht sein. Bei unserem Weihnachtsstern müssen wir sowieso nicht genau sein, denn jedes Blatt ist anders. Es gibt nicht 2 gleiche Blätter. Nehmt das Ganze so, wie es kommt und habt einfach Freude beim Arbeiten. Das ist, worauf es hier ankommt. Wenn wir mit 2 Garnfarben arbeiten, dann kann es schon einmal sein, dass unser Garn Schlingen bildet. Das passiert beim Quilten mit 2 Fäden schon mal sehr schnell. Diese einzelnen Schlingen können wir dann aber mit Hilfe einer Nadel einmal lang ziehen. Den überhängenden Faden können wir so herausziehen. Und die große Schlinge, die sich dadurch gebildet hat, die schneiden wir dann einfach ab. Dadurch, dass wir zickzack genäht haben, sind die Fäden so gut vernäht, dass wir keine Sorge haben müssen, dass das Ganze wieder aufgeht. Wenn auch einige Schlingen stehen bleiben, dann ist das auch kein Problem. Auch das macht unser Bild nur lebendiger. Und so quilten wir jedes einzelne Blatt ganz in Ruhe, so wie es kommt und so wie es uns gefällt, bis unser Motiv dann fertig wird. Am Ende vernähen wir wieder 3-mal auf der Stelle. Und nun können wir unsere Wanderfäden abschneiden. Und so schaut das Ganze bis jetzt aus. Was wir jetzt noch machen möchten, wir möchten ein paar Glanzeffekte setzen. Dazu entfernen wir aber erst unsere Hilfslinien, damit wir genau sehen, wie unser Ergebnis bis jetzt aussieht. Wir bügeln einmal unser Motiv, damit unsere Hilfslinien verschwinden und wir sehen, was wir denn da genäht haben. Für mein Glanzgarn habe ich nun eine 75er Embroidery Nadel eingespannt und wir wiederholen, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Wir suchen uns eine schöne Stelle aus, holen den Unterfaden hoch, den habe ich immer noch gleich gelassen. Vernähen ein paar Mal auf der Stelle. Stellen Zickzack ein und wir schauen, welche Linie wir denn nun ein bisschen unterstützen möchten. Wir machen das nur punktuell, wir machen das nicht überall. Zum
Schluss setzen wir mit Silber noch ein paar Tautropfen mitten in unsere Blüte. Und so schaut mein Ergebnis nun aus. Was nun noch fehlt, ist das Binding. Dazu findet ihr hier oben einen Videolink. Und geschafft! Yay! Unser Weihnachtsstern ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Adventswoche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!